Ein Umweg in der Rettungsfahrt, Thomas auf neuen Wegen. Thomas, kannst du heute für Markus einspringen? Er ist krank und wir brauchen jemanden in der Ambulanz, sagte der leitende Arzt Dr. Weber, als Thomas gerade seine Schuhe im Umkleideraum schnürte. Natürlich, kein Problem, antwortete Thomas, obwohl er innerlich seufzte. Ein Tag in der Ambulanz war immer unberechenbar und meist stressig. Aber er wusste, dass das Team auf ihn zählte. Wenig später fand er sich im Rettungswagen wieder, neben ihm saß Jens, der erfahrene Rettungsassistent. »Bereit für einen interessanten Tag?« fragte Jens grinsend. »So bereit, wie man eben sein kann«, erwiderte Thomas und starrte auf den Bildschirm des Navigationsgeräts. Schon bald ertönte der erste Alarm und sie fuhren los. Das erste Ziel war ein Autounfall. Thomas konnte die Anspannung in seinen Schultern spüren, als sie sich dem Ort des Geschehens näherten. Die Polizei war bereits vor Ort und hatte die Unfallstelle abgesichert. Ein Mann in den 40ern saß im Auto, bewusstlos. Thomas und Jens arbeiteten Hand in Hand, um ihn so schnell wie möglich zu stabilisieren und ins Krankenhaus zu bringen. Auf dem Weg zurück zum Krankenhaus sah Thomas auf seine Uhr. Es war bereits Mittag, aber die Zeit schien heute schneller zu vergehen. Kaum waren sie im Krankenhaus angekommen, um den Patienten abzuliefern, ertönte der nächste Alarm. Ein Kind hatte eine schwere allergische Reaktion und musste dringend ins Krankenhaus. Thomas fühlte sein Herz schneller schlagen, als er die Adresse erkannte. Es war nur wenige Blocks von der Schule seiner eigenen Kinder entfernt. Sie kamen an und Thomas rannte in das Haus. Die Mutter des Kindes war in Tränen aufgelöst. Das Kind lag auf dem Sofa, das Gesicht geschwollen. »Alles wird gut«, murmelte Thomas mehr zu sich selbst als zu anderen, während er das Kind für den Transport vorbereitete. Der Rückweg zum Krankenhaus war nervenaufreibend. Der kleine Junge brauchte dringende medizinische Hilfe und jeder Moment zählte. Thomas versuchte, ruhig zu bleiben und sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Es war nicht leicht, aber er wusste, dass er keine andere Wahl hatte. Während dieser Zeit hatte er kaum Gelegenheit, über den weiteren Verlauf des Tages nachzudenken. Die Ambulanz war sein Arbeitsplatz für heute, und es war ihm klar, dass er jeden Moment gebraucht wurde. Ob in der Notaufnahme oder auf der Straße, für Thomas war es letztlich dasselbe, eine endlose Abfolge von Momenten, in denen er gebraucht wurde, in denen er einen Unterschied machen konnte. Und heute war so ein Tag. Sie erreichten das Krankenhaus und der kleine Junge wurde sofort in die Notaufnahme gebracht. Thomas atmete tief durch. Er hatte das Gefühl, dass der Tag noch lange nicht vorbei war. Aber egal, was noch kommen mochte, er war bereit. Nachdem der kleine Junge in die Notaufnahme gebracht worden war, kehrte Thomas zur Ambulanz zurück. Er bemerkte, dass er hungrig war, aber wusste, dass es jetzt keine Zeit für eine Pause gab. Gerade als er eine Flasche Wasser öffnen wollte, ertönte der nächste Alarm. Schlaganfall, 72 Jahre, weiblich, sofortige Hilfe benötigt, informierte die Zentrale. Thomas und Jens fuhren los mit Blaulicht und Sirene. Die Straßen waren zu dieser Zeit des Tages voll und Thomas konnte spüren, wie Jens sich konzentrierte, den Rettungswagen sicher durch den Verkehr zu steuern. Nach einigen nervenaufreibenden Minuten kamen sie an und fanden eine ältere Dame vor, die von ihrer besorgten Tochter begleitet wurde. Während Thomas die Vitalfunktionen der Dame überprüfte und sofort mit der Behandlung begann, erzählte die Tochter, dass ihre Mutter plötzlich schwach geworden sei und sich nicht mehr richtig artikulieren konnte. Jede Minute zählte jetzt, und sie brachten die Frau so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Während der Fahrt sprach Thomas kurz mit der Zentrale und stellte sicher, dass alles für die Ankunft der Patientin vorbereitet war. Das Krankenhaus war zum Glück nur wenige Minuten entfernt, und die ältere Dame wurde sofort in die Stroke-Unit gebracht. Thomas hatte kaum Zeit zum Durchatmen, als ein neuer Name auf dem Display auftauchte: Lena. Sie war die neue Kollegin, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hatte und heute ihren ersten Tag in der Ambulanz hatte. »Wir haben einen Neuzugang. Lena wird uns gleich unterstützen«, sagte Jens, als sie wieder in die Ambulanz stiegen. »Wunderbar, wir können jede Hilfe gebrauchen«, murmelte Thomas und warf einen Blick auf Lena, die mit einem nervösen Lächeln auf sie zukam. Das nächste Ereignis war ein Arbeitsunfall in einer Fabrik. Ein Arbeiter hatte sich schwer an der Hand verletzt.
Thomas erklärte Lena die Grundlagen, während sie zum Unfallort fuhren. Du wirst sehen, jeder Tag hier ist eine neue Herausforderung, aber es ist auch unglaublich erfüllend, sagte er. Lena nickte und folgte Thomas in die Fabrik, wo der verletzte Arbeiter bereits von Kollegen versorgt wurde. Thomas übernahm die Führung, erkannte aber auch Lenas Geschick im Umgang mit der Situation. Zusammen versorgten sie die Wunde und bereiteten den Arbeiter für den Transport ins Krankenhaus vor. Auf dem Rückweg zum Krankenhaus dachte Thomas an den Tag zurück. Es war ein langer, harter Tag, aber auch einer, der ihn daran erinnerte, warum er diesen Beruf gewählt hatte. Er schaute zu Lena, die noch immer ein wenig nervös schien, aber auch erleichtert. Du hast heute großartige Arbeit geleistet, Lena. Willkommen im Team, sagte Thomas, als sie die Ambulanz im Krankenhaus abstellten. Lena lächelte. Danke, Thomas. Ich freue mich auf viele weitere Tage wie diesen. Und während Thomas seine Sachen packte und sich auf den Weg nach Hause machte, wusste er, dass er bereit für alles war, was der nächste Tag bringen würde.